Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Video möchte ich euch einen Schrotgurt vorstellen, beziehungsweise zwei unterschiedliche Ausführungen eines Schrotgurts. Beide Gurte haben eine Straßenzulassung. Das erkennt man an der Befestigung beziehungsweise an dem Verschlussmechanismus, den wir jetzt hier vorne liegen sehen. Wenn ich jetzt da mal ein bisschen reinzoome, dieser Verschlussmechanismus hier, das ist mit einem kleinen Druckknopf gekennzeichnet und dadurch hat das Ganze eine Straßenzulassung. Ein entsprechender Renngurt hätte diesen Mechanismus nicht. Also der hätte natürlich auch einen Schließmechanismus, aber der wäre anders ausgelegt. Da ist dann meistens so eine kleine, wie soll ich sagen, so ein kleiner Drehhaken oder so ein Drehverschluss. Und hier ist es eben ein Knopfverschluss, ähnlich wie wir es auch von unserem normalen Sitz kennen im Auto. Da haben wir jetzt auch einfach einen Knopf, den wir drücken, um den Sitz aus der Arretierung zu lösen. Und ähnlich verhält sich das jetzt hier auch. Warum stelle ich diese beiden Varianten vor? Ihr habt ja vielleicht verfolgt in meinen Videos auf den Trackdays, habe ich die rote Variante gefahren, die jetzt hier sozusagen links im Bild ist. Und mit der bin ich auch sehr zufrieden. Die Gurtbreiten gibt es natürlich unterschiedlich. Hier sehen wir jetzt bei dem roten ist für die Schultergurte als auch für den Beckengurt die breite Variante gewählt. Und wie gesagt, insgesamt bin ich mit dem Gurt sehr zufrieden. Einziges Problem hatte ich eben in Kombination mit meinem Recaro Pole Position Sitz. Und zwar war dort das Problem bei dem Beckengurt, dass die Befestigungspunkte eben genau bei der Gurtdurchführung des Recaro Pole Position vorbeigingen. Und ich dann, wenn ich im Sitz drin saß, war der Winkel sehr steil. Ich musste also sehr ungünstig vom Winkel her ziehen und eben der Arretierungspunkt war direkt in der Gurtdurchführung. Ich blende das jetzt hier einmal ein, was da das Problem ist. Was dann eben dazu geführt hat, dass ich, wenn ich im Auto bzw. im Sitz saß, den Gurt nicht richtig arretieren konnte. Das war so ein bisschen ärgerlich und deswegen habe ich jetzt eine zweite Version bestellt. Die befindet sich hier drüben auf der rechten Seite. So, jetzt schauen wir uns einmal die neue Variante an. Unabhängig von dem Offensichtlichen, dass es jetzt eben ein schwarzer Gurt ist, sehen wir hier einmal den Schließ- bzw. Verriegelungsmechanismus. Den kann man hier eben mit so einem Druckknopf betätigen. Deswegen hat das Ganze, also dieser 4-Punkt-Gurt, eine Straßenzulassung. Der Verschlussmechanismus ist in dem anderen Modell, das sind beides wie gesagt Schrotgurte, ist genau der gleiche, deswegen hat der hier auch eine Straßenzulassung, aber was wir jetzt eben hier sehen im Unterschied, wie gesagt, nicht nur die Farbe, sondern auch der Beckengurt hier ist jetzt eben die breite Variante im Vergleich zu dem neuen Gurt, wo ich die etwas dünnere Variante gewählt habe. Ich lege die jetzt mal so leicht nebeneinander, wenn ich das hinbekomme hier mit einer Hand. So, da sehen wir jetzt einmal die dünne Variante und einmal die dickere Variante. Und ja, das habe ich gemacht, weil, wie gesagt, in dieser Variante war ja der Verschlussmechanismus, wenn ich das hier einmal zeige. Das ist der Verschlussmechanismus. Hier unten an dieser Lasche wird der Gurt sozusagen in den Befestigungspunkt am Sitz eingehangen. Und dann ist dieses kleine Stück hier, also was wir hier von der silbernen Lasche sehen, bis zu dieser schwarzen Lasche, das ist die einzige Entfernung und die ist auch nicht variabel, denn das ist hier vernäht. Ich zeige das jetzt mal hier. Das Ganze ist vernäht, das heißt, ich kann hier die Länge von dem Verankerungspunkt, von dem silbernen Verankerungspunkt bis zu dem schwarzen Verstellmechanismus oder der schwarzen Verstelllasche, die kann ich nicht variieren, die ist also immer vorgegeben. Und ungünstigerweise ist das jetzt in meinem Fahrzeug so, dass dann diese schwarze Lasche hier praktisch innerhalb der Gurtdurchführung hängt. Was ist mir dann, wenn ich im Sitz sitze? Dann ist ja mein Oberschenkel an der Seitenwand und damit auch verdeckt er die Gurtdurchführung. Ich mache ja nochmal, wie gesagt, ein Bild rein von dem Problem. Und ja, deswegen kann ich den Beckengurt eben relativ schlecht anziehen, wenn ich dann im Fahrzeug sitze. Deswegen probiere ich jetzt eben die andere Version. Da habe ich auch schon einmal Probe gesessen. Das funktioniert deutlich besser. Genau, ansonsten, wie gesagt, abhängig von der Farbe und der Breite ist der große Unterschied hier eben der Anschlagpunkt. Ich zeige das jetzt einmal. Hier ist der Arretierungsmechanismus, also das, was dann auf Bauchhöhe sitzt. Und wir haben jetzt direkt neben diesem Arretierungsmechanismus, also direkt umgekehrter Reihenfolge zu dem anderen System, haben wir hier den vernähten Teil, der nicht längenvariabel ist, und dann eben die Lasche, über die ich die Länge variieren kann. Und hier ist auch nochmal etwas komfortabler, soll ich sagen, so ein Haltegriff oder so eine Haltehilfe mit dabei, damit man da besser ziehen kann und das einfacher arretieren. Aber wie gesagt, der große Unterschied ist eben, dass der Beschlag oder diese Längenvariierung hier genau auf der anderen Seite ist im Vergleich zu der alten Version. Hier ist der Anschluss am Sitz und dann kommt eben die Verlängerungslasche. Und jetzt nochmal im Vergleich die neue Variante. Da ist es genau auf der umgekehrten Seite, das heißt an der Arretierungsstelle
keinen Längenverstellmechanismus, der ist genau auf der anderen Seite angebracht und dadurch habe ich mehr Variabilität, wenn ich im Sitz sitze und kann dadurch auch die Länge besser verstellen und bin da nicht mehr so eingeschränkt. Das ist also jetzt der große Unterschied bei den zwei Ausführungen. Wie gesagt, ihr könnt die komplett auch frei konfigurieren, beziehungsweise es gibt da eben verschiedene Varianten, einmal mit dem breiten Gurt, einmal mit dem schmalen Gurt. Das ist auch nicht nur auf die Beckenpartie begrenzt. Ihr könnt auch für die Schulterpartie, wenn ihr wollt, schmalere oder eben breitere Gurtausführungen wählen. Dann vielleicht noch eine Sache, die für diejenigen interessant ist, die den Gurt tatsächlich auch im Motorsport einsetzen wollen, denn dieser Gurt ist einer der wenigen Gurte, die man sowohl im Straßenverkehr verwenden kann, als auch eben auf der Rennstrecke, sprich diese Gurtvarianten, also beide, haben eine 4-Homologation und deswegen haben die auch ein sogenanntes Ablaufdatum. Also auf dem Gurt ist sozusagen immer vermerkt, bis wie lange der eingesetzt werden darf. In dem Fall ist das hier 2024. Und danach ist er für den Rennstreckeneinsatz nicht mehr zugelassen. Das hat allerdings keine Auswirkung oder keinen Einfluss auf die Straßenzulassung. Dieses Fiat-Zeichen, das müsste sich hier auch irgendwo in einer der Gurtlaschen befinden. Ich schaue jetzt gerade mal, ob ich das auf die Schnelle entdecken kann. Okay, ich habe es gefunden. Also hier an dem Schultergurt ist eben auch diese Markierung bzw. das Emblem mit der FIA-Zertifizierung, also der Automobilclub. Und dadurch ist eben sichergestellt, dass dieser Gurt auch Freigabe hat für den wirklichen Rennbetrieb und ist somit so eine Art Twitter-Lösung, sage ich mal. Das Ganze, wie gesagt, normalerweise gibt es entweder Gurte ausschließlich für den Renneinsatz oder eben ausschließlich für die Straße. Und das Charmante an diesem Gurtsystem hier von Schrot ist eben, dass es sowohl für die Straße zugelassen ist, aufgrund des Arretierungsmechanismus, kann ich ja hier nochmal, wie gesagt, zeigen. Dieser Arretierungsmechanismus, der ist sozusagen auch Straßen zugelassen und hat aber gleichzeitig auch eben die Freigabe für die Rennstrecke oder den Motorsport. Was für euch vielleicht auch noch interessant zu wissen ist, also ihr habt jetzt gesehen, dass ich die Variante mit diesen Haken gewählt habe, um den Gurt sozusagen am Chassis bzw. am Sitz zu befestigen. Es gibt aber auch andere Ausführungen. Also das kommt immer ganz individuell darauf an, was in eurem Fahrzeug möglich ist oder wie ihr den Gurt befestigen wollt. Das heißt, da seid ihr also nicht festgelegt oder müsst immer dieses Anschlusssystem oder dieses Laschensystem verwenden. Da könnt ihr auch euch eben einen anderen Gurt in einer anderen Konfiguration raussuchen. Das war es jetzt von meiner Seite. Hier so ein paar Informationen eben allgemein zu den Gurten. Ich mache dann demnächst wahrscheinlich irgendwann wieder ein Video auf dem Track Day und da werdet ihr dann ja sehen, wie dieser Gurt hier im Einsatz ist. Wie gesagt, ich bin hier schon Probe gesessen, funktioniert deutlich besser mit dem Anschlagpunkt auf der anderen Seite. So habe ich also deutlich mehr Variabilität im Sitz und bin da nicht so eingeschränkt. Also für alle, die auch so einen Pole-Position-Sitz haben und vielleicht auch irgendwie eine F-Serie BMW und die Standard-Arretierungspunkte unten an der Sitzschiene verwenden, denen würde ich auf jeden Fall diese Variante hier empfehlen. Die ist deutlich einfacher in Bezug auf die Festschnallpunkte am Beckengurt. Ansonsten muss man das wahrscheinlich eben immer fahrzeugspezifisch ausprobieren. Ich hoffe, für den einen oder anderen waren ein paar Informationen dabei, die hilfreich waren. Bis zum nächsten Mal. Ciao!